einen. Im Befestigungszentrum Heer als höchste Ausbildungseinrichtung mit den großen Räumen, die man hier hat, ist das natürlich für eine Panzerbesatzung und Panzerzugführer das Allergrößte, weil man hier wirklich auf große Entfernung hochdynamisch kämpfen kann. Und wenn man erstmal oben in dem Panzer drin saß und hier mit 30, 40, 50 km/h dann in der Verzögerung kämpft oder auch im Gegenangriff dann voll Geschwindigkeit aufnimmt, also das ist, da merkt man auch gar nicht mehr, dass man in der Übung ist. Wie lange sind wir jetzt unterwegs? Ich habe ein wenig das Zeitgefühl verloren, aber ich glaube seit 48 Stunden? Nee, 48 Stunden. Könnte hinhauen, ja. Also der Panzerzug steht jetzt mit 4 Kampfpanzern auf einer Höhe im Zuge der Höhenschwelle in Stellung. Er muss jetzt versuchen, die Gefechtsaufklärung, die vermutlich in Halbzugstärke, das heißt 2 Fahrzeuge, aufklärt in der Angriffsachse der Hauptkräfte. Und wenn er sie erkennt, eine Zielverteilung durchzuführen und dann gleichzeitig im Feuerüberfall die Gefechtsaufklärung vernichten. Sodass wir dann mit einer Minensperre, die im Bereich Eisergrund, wir die Hauptkräfte auflaufen lassen und der Panzerzug dann den Feind so weit abnutzt, dass erstmal sein Angriff gestoppt werden kann, sodass wir uns aus der Höhenschwelle lösen und in die nächste Verzögerungslinie reingehen. 4-0. Ja, im Grunde der nervigste Teil, weil jetzt warten wir halt drauf, dass der Feind Folgekräfte einbringt. Momentan kommt der Wind von hinten. Das heißt, der Motorlärm von den Panzern wird eher ja vom Wind weggeweht, sodass man die dann tatsächlich später hört. Wenn der Wind jetzt von Norden kommen würde oder ich sag mal so Südwesten, dann würden wir halt deutlich früher die Annäherung vom Feind hören. Heute muss ich sagen, ist es ein bisschen zäh, weil wir jetzt immer hin und her fahren. Irgendwann wird schon ein bisschen trocken, die ganze Zeit hier ein und das gelbe Gelände hier anzustarren. Ohne dass sich irgendwas verändert. Oh, doch da, ein Schiedsrichterleitungsfahrzeug. DMF steht für Darstellungsmittel, also da haben wir dieses Wirkdarstellungsfahrzeug, was auch direkt Pyrotechnik drauf geladen hat, sodass die eine Nebelwand generieren. Und so haben wir quasi wieder diese Schnittstelle zwischen dem, was draußen passiert, was ich real von der Truppe sehen kann und was dann hier vom System auch abgebildet wird. Hier 3 akustisch aufgeklärte Kettengeräusche aus Norden zugestellt stattkommen. Ich kann erkennen, relativ auf 12 Uhr, ja, ungefähr, Für einen Verzögerer ist immer gut, wenn es klar ist, ich weite Sichtstrecken habe und am besten trocken, dass es staubt, weil dann sehe ich frühzeitig die Bewegung vom Feind. Ja, das ist Bewegung hinter, da kommt was raus. Danke. Kampfpanzer, Achtung! Ja, Achtung! Da unten Nachschuss. Gib dem noch einen mit. Alter, gib ihm noch einen. Achtung! Ja, Trefferblitz. Joint Fire hier 4-0. Im Ziel mindestens ein SPZ durch Steilfeuer ausgefallen. Muttern. Rückwärtsmarsch. Ja, gut so. Wir haben hier drinnen die Auswerter, die im Endeffekt für den Ausbilder draußen sagen, wie ist das im System dargestellt, hat der Kampfpanzer getroffen, hat er nicht getroffen, was hat er für Ausfälle etc. Ein Produkt, das die Auswertung für die Ausbilder bereitstellt, ist der Schnappschuss, den wir mit taktischen Zeichen und Symbolen aufbereiten. Die haben hier ja relativ viel Zeit, um die Kräfte aufzuklären.
ordentlich mitzurichten, zu lasern und dann den Schuss abzugeben. Dass sie dort noch Sperren haben und alles und dass das funktioniert hat, der Kampf, das habe ich aufgenommen und das war auch gut. Trotzdem drüber nachdenken, ob ich dort den Raum nicht ein Stück weit verkleinere im Zuge des Bravo 1, um dann mit meinen geballten Kräften dort wirken zu können und sicherzustellen, dass ich die Fühlung immer wieder herstelle. Bammel haben wir nicht vor der Auswertung. Das gehört dazu, deswegen sind wir hier. Ihr habt wie viel Schuss abgegeben und was ist passiert? 8 Schuss auf Entfernung zwischen 1900 und 2800 Metern und da hat das System gesagt, alles Fehlschüsse. Kann natürlich an dem System selbst liegen, kann eher weniger an dem Richtschützen liegen. Der ist ein alter, erfahrener Oberstabsgefreiter. Auf Kampfentfernungen von 1900 Meter echt unwahrscheinlich, dass er da nicht trifft. Morgen ist ein neuer Tag, da geht's wieder. Alles im allem hätte besser laufen können heute. Okay, Deutlich. also bist du gerade nicht so zufrieden? Nee, kein bisschen. So wie ich das bewerten kann, also der Panzerzug hat heute Vormittag ein bisschen hakelig, hat dann aber sehr gut funktioniert. Im zweiten Ansatz hat das deutlich besser funktioniert, nachdem er nochmal seine Stellung verbessert hat. Und da konnten wir dann in der Höhenschwelle hier hinter uns ganz klassisch mit der Sperre kämpfen, so dass wir da auch die vorne angreifende Panzerkompanie abnutzen konnten. Wir stehen jetzt hier und warten. Keiner hat mehr Bock. Du musst jetzt wieder Mondrichtung machen. Der Mond ist auch aufgegangen. Wollen wir mal singen? Ja. Hoch, da kommt da kein Mond. Im Anschluss dann Betankung und dann für den einen oder anderen wahrscheinlich technischen Dienst. Das wird dann alles im Lager passieren und dann hoffentlich Abendessen, Duschen, TE-Punkte noch und dann geht's ins Bett. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schaut auch bei unseren anderen Kanälen vorbei, wie Facebook oder Instagram.